Die ganze Welt guckt gerade Saw Korean Edition auf Netflix und ich meine, die Visuals sind toll und die Gewalt ist so exzessiv, dass man darüber übersieht, dass die Serie durchaus ein paar Probleme hat. Das ist bei Saw und bei Game of Thrones genauso. Ich meine, die ganze Gewalt sorgt einfach dafür, dass man... Silence, you bitch! Eigentlich wollte ich ja über Midnight Mars reden, wie der Titel schon verrät. Wird auch von vielen geguckt auf Netflix, nicht ganz so viel wie Squid Game, aber immerhin. Und Midnight Mars ist meines Wissens das dritte, was Mike Flanagan jetzt für Netflix gemacht hat. Die beiden Vorgängerserien, die auch Limited Series waren, also die halt eine Staffel haben und dann vorbei sind, waren The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor. Während The Haunting of Hill House noch wirklich sehr stark horrorlastig ist, so sehr, dass ich Probleme beim Einschlafen hatte, ist The Haunting of Bly Manor schon sehr viel mehr ein Drama mit Horrorelementen und mit Midnight Mars macht Flanagan sozusagen den Sprung zum Existenzialismus, zum religiösen Existenzialismus, zu den großen Fragen, warum, und findet dabei, wie ich finde, sehr geschickt eine Balance zwischen was für Fragen und Antworten stellt Religion. How about people who say they are not religious, but they are spiritual? Straight to hell, to the boiler room of hell, all the way down. Was für Fragen und Antworten stellen Atheisten? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Was ist Religion eigentlich? Und ja, infolgedessen ist aber Religion in diesem Video monotheistische Weltreligion. Also hauptsächlich natürlich geht es ums Christentum oder in dem Fall sogar wirklich um Katholizismus, aber ich glaube, es gibt Gründe, auf die ich noch eingehe, warum Flanagan für die Geschichte eben eine katholische Glaubenskongregation gewählt hat, um seine Message rüberzubringen. Zuerst muss ich natürlich sagen, Spoiler Alert. No, we haven't seen it. Spoiler alert. Stop. Season 2? Stop. Hold on a second. I'm not saying anything. And Spoiler alert. Ich gehöre zwar zu den Leuten, die glauben, dass eine richtig gute Story in der Regel nicht wirklich durch Spoiler groß gestört wird, aber es passieren natürlich einige Sachen bei Midnight Mars, die für viele Leute ein bisschen überraschend sind und man kann aber nicht über die Geschichte reden, ohne ein paar Sachen zu verraten, also seid gewarnt. Der Plot ganz knapp ist das. Riley, Sohn einer Fischerfamilie von einer sehr kleinen Insel in Amerika, hat als erfolgreicher Start-up-Dude vollkommen besoffen in einem Verkehrsunfall eine Frau umgebracht und saß deswegen 4 Jahre im Gefängnis. Er kommt nach Hause auf die Insel, hat alles verloren, ja, und weiß nicht genau, wo er mit seinem Leben hin soll. Auf dieser Insel trifft er seine Jugendfreundin Erin, die aus einer abusive Relationship gerade rauskam und schwanger ist von diesem Arschloch, mit dem sie zusammen war. Und die nähern sich so ein bisschen wieder aneinander an. Währenddessen kommt ein neuer Priester auf die Insel. Die Insel besteht aus nicht ganz 200 Leuten und sie hatten jetzt ganz lange einen alten katholischen Priester, der mit Gemeindegeldern auf einen Israel-Trip geschickt wurde und aber offensichtlich krank geworden ist auf diesem Trip und deswegen noch nicht zurückgekehrt ist. Und als Ersatz hat die Kirche diesen jungen Priester Pruitt geschickt. Und kurz darauf, nach seiner Ankunft und nachdem Leute anfangen, wieder in die Kirche zu gehen, auch weil er eben offensichtlich ganz beeindruckend predigt, geschehen die ersten Wunder. Ein kleines Kaviar noch: Midnight Mars spricht über wichtige, komplexe Themen, bespricht sie aber nicht immer wahnsinnig komplex. Wenn ich also über diese theologischen Themen und so weiter, die in der Serie vorkommen, gleich rede, versuche ich darauf einzugehen, wie Midnight Mars diese Sachen bespricht und gebe etwas Background, den ich dafür nötig halte, und natürlich fließt auch meine eigene Meinung zu diesen Dingen ein bisschen ein. Man kann aber diese wirklich teilweise sehr komplexen Themen, über die viele kluge Leute auf beiden Seiten lange Bücher geschrieben haben, denen einfach nicht in so einem Video gerecht werden. Darauf wollte ich noch mal kurz hinweisen. Vielen Dank. Eine der typischen religiösen Fragen, die Midnight Mars thematisiert, ist Theodizee, also eigentlich wo ist Gott oder warum lässt Gott bestimmte Sachen zu? Also das große Warum. Why? 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 Why?
Und mehrere Schicksalsschläge werden in der Serie benutzt, um das so ein bisschen zu beleuchten. Erin ist von zu Hause mehr oder weniger weggelaufen und ist mit diesem ungünstigen Typen zusammengekommen, von dem sie schwanger ist und der sie missbraucht hat. Zum Glück entkam sie dem. Riley hatte den alkoholisierten Unfall mit Todesfolge für dieses junge Mädchen. Und dann gibt es zum Beispiel noch Lisa Scarborough, die Tochter eines Ehepaares auf der Insel. Die sitzt im Rollstuhl, weil der, sagen wir mal, Dorfbesoffene mit seiner Pistole irgendwie eines Tages rumschoss und einer der Querschläger erwischt sie halt und dadurch ist sie mehr oder weniger querschnittsgelähmt. Und wie damit umgegangen wird, ist in der Serie unterschiedlich. So ist es zum Beispiel so, dass Riley relativ typisch, sage ich mal, aufgrund dieses schweren Schicksalsschlages mit dem schlimmen Unfall hinterfragt, wie konnte es dazu kommen und wie kommt es generell dazu, dass eben Gott Unrecht und Leid zulässt in der Welt, während Erin wiederum deutlich religiöser ist als Riley. Riley sozusagen war es mal und hat es durch sein vorheriges Leben der letzten Jahre sozusagen verloren, gerade im Gefängnis, wie er selber sagt. Und Erin ist trotz dieser ganzen Geschichte mit diesem missbrauchenden Freund, von dem sie dann geflohen ist, weil sie schwanger wurde und sie nicht wollte, dass das Kind sozusagen in so einer Umgebung aufwächst, immer noch relativ religiös und scheint eher zu sehen, also vermeintlich zu sehen, sagen wir mal, dass sozusagen das einen Sinn hatte. Also sie hat jetzt dieses Kind, sie ist schwanger, das Kind kommt bald auf die Welt wahrscheinlich und das hat sie sozusagen dazu gebracht, ihrem Leben den Sinn zu geben, sich um dieses Kind zu kümmern. Lisa wiederum ist sozusagen wirklich der totale Schicksalsschlag. Sie kann überhaupt nichts für ihre Situation. Sie sitzt im Rollstuhl, weil sie eben von dieser Pistolenkugel getroffen wurde und stemmt ihr Schicksal relativ tapfer. Es wird aber schon sehr klar, nachdem sie als erstes Wunder geheilt wird, dass sie zwar dem, der sie angeschossen hat, verzeiht, aber dass sie natürlich wahnsinnig viel Abneigung, eigentlich auch Hass sozusagen auf diesen Typen hatte, der dafür verantwortlich war, dass sie im Rollstuhl saß. Während Lisas Religiosität sozusagen nur dazu gewinnt. Come on. What are you doing? Come on. What is wrong now? Stop it. It's not funny. Ist es bei Erin so, dass sie im Verlauf der Serie das Kind verliert durch ominöse Umstände und sie das natürlich eher wieder zum Wackeln bringt. Aber das ganze Ding an dieser Theodizee-Frage und an diesen Schicksalsschläge und wie sie die Glaubensintensität von Leuten beeinflussen, haben meistens, sage ich mal, das Problem, dass die klassische Lösung, theologisch gesehen, die ist, dass der unbewegte Beweger, Gott, der hat das Universum angestoßen und also alles angestoßen und seitdem sozusagen, seit die Menschen geschaffen wurden, haben sie freien Willen und wir sind in einem großen Geflecht von verschiedensten freien Willen, weil jeder um uns herum freien Willen hat und auf uns einwirkt und dadurch unsere freie Willensentscheidung einschränkt und wir schränken durch das, was wir machen mit unserem freien Willen, den freien Willen von anderen Leuten ein und so weiter und so fort. Und insofern hat man vielleicht auch nicht wirklich ganz freien Willen, selbst wenn man ihn hat. Der Philosoph Peter Biri zum Beispiel hat in seinem Buch Das Handwerk der Freiheit das so erklärt, dass zwar jeder Mensch einen freien Willen hat, aber er kann gar nicht unendlich frei sein, also im Sinne von, man hat nicht jederzeit die Möglichkeit, sich für alles zu entscheiden, was geht, sondern frei kann Wille nur dadurch sein, dass es eine endliche Menge von Entscheidungsmöglichkeiten gibt, sonst könnte man sich gar nicht entscheiden. Er sagt also, ja, wir haben freien Willen, aber dieser freie Wille ist notwendigerweise eingeschränkt auf eine bestimmte endliche Anzahl von Entscheidungsmöglichkeiten, sonst wären wir gar nicht handlungsfähig. You're following me? Und vieles, was uns widerfährt, ist unsere Schuld. Und vieles, was anderen widerfährt, ist deren Schuld und so weiter und so fort. Es wird sogar im Film auch thematisiert und der Film macht deutlich klar, die Serie macht deutlich klar, dass Verantwortung etwas ist, was jeder hat. Und die Serie will auch gar nicht beantworten, habe ich den Eindruck, ob das eben ist, weil Gott das so eingerichtet hat oder weil das einfach so ist. Aber die Serie macht ganz klar, was die Leute in dieser Serie machen, hat Konsequenzen und diese Leute machen das, weil sie sich dafür entscheiden können. Tatsächlich sind sich Theisten und Atheisten, je nachdem welche man liest oder welche man fragt, bei den Fragen Determinismus oder freier Wille,
jeweils auf einer der Seiten immer mal auch einig. Vielleicht nicht, warum es jeweils so ist, aber dass es eben so ist. Also, dass es Determinismus gibt oder eben freien Willen zu speziellen Graden. Da wir aber dieses Video nicht sprengen können thematisch, weil man sich nur damit beschäftigen könnte in einem Video und dadurch, dass das später in diesem Video aber nochmal relevant wird, let's put a pin in it for now. Und wir kommen später nochmal kurz darauf zurück. Als Jesus geendet hatte, fragte ihn einer, gilt das eigentlich auch zum Beispiel für Homos und die Flüchtlinge? Und er antwortete, du dämlicher Idiot, ich habe mich doch wohl deutlich ausgedrückt, Amen. Eine Sache, wo sich Midnight Mass keine Mühe macht, subtil zu sein und auch keine Both-Sides-Argumente irgendwie anbringt, ist religiöser Exceptionalism sozusagen. Also der Gedanke, dass bestimmte Leute erlöst werden und bestimmte Leute nicht oder dass bestimmte Leute durch ihr Verhalten gottgefälliger sind und andere weniger gottgefällig. Dabei geht es nicht darum, dass es kein richtig oder falsch gibt, auch wenn nicht ganz klar ist immer, was richtig oder falsch ist, sondern dass das richtig oder falsch, was genutzt wird, um menschliches Verhalten zu interpretieren oder zu bewerten, eben genau für diese Leute, Menschen, eine Rolle spielt, aber nicht wirklich auf der metaphysischen Ebene sozusagen. Also an 2 Stellen mindestens in Midnight Mass wird gezeigt, warum eben religiöser Exceptionalism im Endeffekt nichts anderes ist als eine Art von Gatekeeping, um zu sagen, ich bin holier than thou, also ich bin der Heilige, ich mache das, was Gott gefällig ist und du nicht und das hat für dich Konsequenzen, wenn nicht jetzt, dann im nächsten Leben. Und das wird sowohl einmal von Pruitt abgelehnt. We are the wolves. No. I was wrong. We were wrong. We are wrong. This needs to stop. They need leadership. Look at them. They're lost without a leader, without a shepherd. That must be you. Monsignor, it has to be you. It has always been you. No, it was never me. That's the thing about priesthood. It's never supposed to be about me. It's supposed to be about God! Als auch an einer anderen Stelle von der Mutter von Riley in einer sehr eindringlichen Szene. Beth, I want you to listen to me. Because your whole life, I think you've needed to hear this. You aren't a good person. Well, that was uncalled for. God doesn't love you more than anyone else. You aren't a hero. And you certainly aren't a victim. Auch hier, nur ganz kurz, we'll put a pin in it. Weil wir da später nochmal drüber reden müssen, wie religiöser Exceptionalism, wie die Frage nach, warum passieren Dinge und persönliche Verantwortung und so weiter, wie das alles sozusagen religiös kulminiert. Bevor wir diese anderen beiden Themen, die wir jetzt hatten, zusammenführen, auch ein bisschen mit dem, was jetzt kommt, eben noch ein weiteres Thema, was wichtig ist und was einen großen Teil im Endeffekt eigentlich einnimmt von dem, was Midnight Mass kommunizieren will, und das ist, Religion ist keine Magie. Zumindest monotheistische Religion ist keine Magie. Es gibt natürlich schamanistische Religionen und es gibt im Shinto magiehafte Handlungen und so weiter und so fort, aber gerade jetzt im Christentum oder generell eben in den monotheistischen Religionen ist Magie kein Teil des Weltbildes. Das wird religiösen Menschen oft unterstellt und manche Leute verhalten sich auch ein bisschen so, wenn sie ein Stoßgebet zum Himmel schicken und möchten, dass sich irgendwas verändert, aber es wird sich nichts ändern, das ist nicht how it works, und das wird auch bei Midnight Mass thematisiert, that's not how it works, wenn Ali, der Sohn des Sheriffs, beide Muslime, mal sehen möchte, was passiert denn da in dieser Kirche, was sind das denn für aufregende Wunder, also diese ganze Wundersache bringt ihn dazu, seine eigene Religion, die er nur wegen seinem Vater zu hinterfragen und eben eine andere Religion erkunden zu wollen, woraufhin auch sein Vater irgendwann mal sagt, er würde ihn nicht davon abhalten wollen, Gott zu suchen, aber das, was er da gerade tut, ist nicht Gott suchen, sondern eben denken, dass Magie irgendeinen Hinweis darauf gibt, dass Gott existiert. No, that's not how it works, Ali. It's not. That's not how God works. No matter how exciting the stories are at St. Patrick's, or the Buddhists, or Scientologists, it's not magic. It's not. Und dazu gibt es eine ganz interessante Stelle in dem Rollenspiel Dragon Age, über das ich schon mal in einem anderen Video geredet habe. Bei Dragon Age unterhalten sich an einer Stelle 2
Frauen, Morrigan und Leliana, über Religion. Und Leliana fragt Morrigan, ob sie denn an den Schöpfer glaubt dieser Welt. Und Morrigan sagt nein, weil ich brauche keine absent father figure to rock myself to sleep at night, wie sie das formuliert. Und Leliana sagt aber, ja, aber du bist doch eine Hexe, du kannst Feuer beschwören und so weiter. Also zeigen dir all diese Dinge nicht, dass da mehr sein muss. Und Morrigan bemerkt ganz passend, dass die Tatsache, dass sie Magie benutzen kann und sieht, dass Magie echt ist, überhaupt kein Hinweis darauf ist, dass es eine Gottheit gibt, die die Welt geschaffen hat. I'm wondering, Morrigan, do you believe in the Maker? Certainly not. I've no primitive fear of the moon, such that I must place my faith in tales so that I may sleep at night. But this can't all be an accident. Spirits, magic, all these wondrous things around us, both dark and light. You know these things exist. The fact of their existence does not presuppose an intelligent design by some absentee father figure. Couldn't have said it better myself. Which is why I don't write essays. I write YouTube scripts that include emojis. Und bei Midnight Mass ist es genau die gleiche Situation, unabhängig davon, dass hier Wunder passieren, die durch das Blut eines Vampires entstehen, sagt selbst die Existenz dieses Vampires und dieser Wunder durch das Vampirblut nichts darüber aus, ob Gott existiert oder eben auch nicht. An dieser Stelle kann man mal kurz darauf eingehen, warum eben Katholizismus so ein praktisches Topic ist, um die Ansichten und Punkte von Midnight Mass zu transportieren. Während es bei den Evangelischen so zu sein scheint, dass jede Rauchschwade Weihrauch schon zu viel Mystizismus ist und es eine Religion, ein Christentum der absoluten langweiligen Rationalität sein soll manchmal, ist es bei den Katholiken so, dass abgesehen von den ganzen Wundern der Christengeschichte und in der Bibel auch katholische Priester nicht klarkommen, wenn ihr Narzissmus nicht in jeder Messe durch das Wunder der Transubstantiation befriedigt wird. Also es wird einfach schon bei den Katholiken regelmäßig gezaubert, auch wenn sie das so gerne nicht nennen, und sie verhalten sich wie ein Shinto-Priester in einem typischen Anime. Befreit mich vom Bösen! Und ja, Religion ist keine Magie und Transubstantiation ist ein Märchen. Sorry. Ladies and gentlemen, and everybody betwixt, welcome to the afterlife. But this is just a dream. And how do you know it's just a dream? Because you imagined me without a shadow. Bis hierhin hat Midnight Mass ja schon große Fragen beantwortet und jetzt eruiert es zumindest die größte aller Fragen. Was passiert nach dem Tod? Und dazu gibt es eine wundervolle Szene zwischen Riley und Erin im letzten Drittel von der Serie, wo Riley eben als ein eher wissenschaftlicher, aber auch poetischer und etwas melancholischer Typ eben beschreibt, wie er sich das Sterben vorstellt. And I'm broken apart and all the littlest pieces of me are just recycled, and I'm billions of other places, and my atoms are in plants, bugs, and animals, and I am like the stars that are in the sky. There one moment, and then just scattered across the goddamn cosmos. Und Erin sagt, wie sie sich als, ich würde mal sagen, eine Art aufgeklärte, progressive Christin das Sterben vorstellt. And she's loved. And she isn't alone. And that's what we mean when we say heaven. No mansions, no rivers of diamonds or fluffy clouds or angel wings. You are loved. And you aren't alone. Und hier führt Midnight Mass die anderen Themen auch zusammen. Denn wenn man Religious Exceptionalism ablehnt, dann muss man akzeptieren, dass wahrscheinlich auch alle in den Himmel kommen und es keine Hölle gibt. Und gleichzeitig eben Theodizee, freier Wille, Verantwortung und Schuld und solche Sachen, die daraus folgen, ganz wichtige Sachen menschlichen Erfahrens und des Lebens sind, aber eben auch da bleiben. Sowohl Riley sagt, wenn er stirbt, ist er endlich diese Schuld los, dass er dieses Mädchen überfahren hat, aber in der Weiterdenkung von Erins theologischer Weltsicht ist es im Endeffekt genauso.
denn alles endet nicht mit Heiligenschein und Pearly Gates und Flügelchen hinten dran. Und das ist auch was Midnight Mass eben nicht beantworten will, sondern wirklich nur erörtert, während es vorher ja teilweise wirklich sehr deutliche Meinungen vertritt. Denn gerade der Tod von Riley und der Tod von Aaron werden auch sehr eindrücklich gezeigt in der Serie. Es wird aber eben nicht thematisiert, ob das, was Riley beschrieben hat, alles ist oder ob danach noch mehr kommt. I really hope you're right. Es wird aber schon in sehr schönen Bildern gezeigt, dass in ihren letzten Momenten beide glücklich geworden sind. Und wie es aber dazu kommt, lohnt sich auch, wenn man das weiß, zu erfahren, indem man die Serie einfach schaut. Vielen Dank fürs Zuschauen.